vor 2 Jahren war ich schon hier und das war das erste Mal bei so einem Aktionstag der Wirtschaft. Und ja, es macht was mit einem, ne? Die Kinder stehen neben einem und sagen, boah cool, was machst du denn hier? Und darf ich auch mal? Und boah, danke, dass ihr das macht. Und ja, wenn dann so kleine Kinderaugen mich angucken und sagen so, boah, das ist total toll und das sah so blöd aus und jetzt ist alles wieder ganz schön. Und ja, das ist ja, war schön. Wir verbinden mit dem Aktionstag einfach immer so ein Social Day im Jahr, wo die Mitarbeiter einfach mal aus ihrer normalen Arbeitsumgebung raus können. Und ja, das finden wir einfach besonders und deswegen freuen wir uns auch, dass der Aktionstag schon seit 10 Jahren hier in Erkrath ist. Wir haben den Bauwagen hier und schaffen ein Naturzentrum für die Kinder und einen Aufenthaltsort. Wir haben Hochbeete angelegt, die wir gleich noch bepflanzen werden, ja, und wollen so einen Mehrwert schaffen für die Bevölkerung, die hier wohnt, aber auch vielleicht darüber hinaus. Ja, also ich habe den Eindruck, dass eben die Veränderung dahin geht in der Stadt, dass eben alle ein bisschen zusammengewachsen sind. Also die Handwerker, die arbeiten sehr, sehr viel mit. Wir haben also ganz verschiedene Menschen, die eben an Projekten arbeiten, die wir dann eben auch untereinander kennenlernen. Also die kommen ja eigentlich von überall her. Und es ist einfach eine tolle Sache, dass eben diese Gemeinnützigkeit eben ganz hoch gehalten wird. 10 Jahre Aktionstag, davon haben wir an 8 Projekten teilgenommen. Das ist wirklich ganz toll. Also ohne die Unterstützung des Wirtschaftskreises sähe es hier bei weitem nicht so aus. Ob es die Außenbeleuchtung ist, ob es hier innen drin Beleuchtung ist, ob es die Gestaltung in einem Projektraum ist. Ich denke mal, das war eine tolle Idee. Und überall, wo ich davon erzähle, sind die Leute ganz erstaunt. Das Besondere an dem Projekt ist heute einfach wieder, dass wir alle zusammen dabei sind. Unsere ganzen Azubis, es sind nicht nur die Industriekaufleute, sondern wirklich aus den gewerblichen Bereichen Werkzeugmechaniker, Fachkraft für Lagerlogistik, die ITler sind dabei. Es ist wirklich die Gemeinschaft und das Projekt dieses Jahr ist auch wirklich ein ganz besonderes, weil es wirklich eine historische Lok ist, die wir restaurieren und es ist einfach, dass man auch wirklich was dazugeben kann, dass das Museum hier einfach wieder eine schöne Lok dazu bekommt. Wir finden da riesengroßen Spaß dran, auch, ich sag mal, erstmal eine Projektidee zu entwickeln. Darin ist es ja auch so etwas. Also was könnte man in so einer gewissen Zeit so gestalten, dass es auch nachhaltig ist und dass es auch etwas darstellt und dass auch die Leute, die so wie jetzt eben die Lehrlinge hier von der Firma Minter oder sowas, auch später mal sagen können, wenn sie hier vorbeigehen, das habe ich gemacht. Mir ist sehr nahe gegangen, als wir vom Wirtschaftskreis aus leerstehende Wohnungen renoviert haben für Flüchtlinge aus der Ukraine. Weil das ein Moment war, wo man sich persönlich, ich als Handwerker mit meinen Händen einbringen konnte, um das Leid der Flüchtlinge zu lindern und nicht nur anonym Geld zu spenden oder Sachspenden abzugeben. Das war was, wo man persönlich Herzblut einfließen lassen konnte und das hat mir sehr gefallen. Es ist ein großartiges Gefühl, dass die Menschen hier zusammenhalten, und zwar Wirtschaft und soziale Einrichtungen, Vereine, dass man gemeinsam etwas Gutes schafft. Das kann ich jedes Jahr immer nur wieder betonen und das gibt einem ein gutes Gefühl, weil man sich nicht nur auf den Staat verlässt, nicht nur auf die Stadt verlässt, sondern sagt, wir alle begreifen uns als Teil dieser Stadt, jeder Einzelne, und wir alle sind die starke Gemeinschaft Erkrath. Es ist immer ganz besonders, wenn die Kinder dann hier reinkommen und man sieht, ne, wie die Kinderaugen strahlen und wie so die Arbeit von uns Erwachsenen dann tatsächlich in die Kinderhand übergeht. Ne, wie die Kinder dann die Hochbeete bepflanzen und bewirtschaften. Das ist fantastisch. Das Tolle jetzt bei dem Aktionstag war, oder was mich besonders berührt hat, wie viele da waren. Wie viele von 4 verschiedenen Firmen uns geholfen haben. Wir hätten alleine den Umzug nicht schaffen können. Dafür sind wir zu wenig, haben nicht die Kraft. Da braucht es viele starke junge Arme dazu, um die großen Regalwände aufzubauen. Die sind 2,50 Meter hoch und haben einiges an Gewicht. Das schaffen wir sonst nicht. Zum einen ist es was ganz Besonderes, was wir hier in Erkrath haben, dass so viele Firmen halt bereit sind, Mitarbeiter halt freizustellen, dass sie dort arbeiten. Und es sind immer wieder andere Firmen, die man kennenlernt, mit denen man ins Gespräch kommt, wo man sieht, die haben die und die Skills, die machen die und die Sachen. Das ist so ja, das Salz in der Suppe, was man halt auch in den Pausen mal halt einfach erlebt, wie viele unterschiedliche Firmen es halt auch in Erkrath gibt.
Und wie toll es ist, dass die alle an einem Strang zusammenziehen und so ein großes Ganzes halt irgendwo im Blick haben. Das gefällt mir am Aktionstag. Ja, ich finde dieses Engagement ganz toll von den Firmen und auch einfach, ja, es ist ein ganz freundschaftliches Zusammenarbeiten auch. Also wir duzen uns inzwischen alle, man hat die Leute von letzten Jahr wieder dabei und ja, es ist so eine richtige Beziehung auch. Für mich ist immer der Aktionstagsmoment, wenn die ganzen Leute nach dem Ende der Projekte eintrudeln in der jeweiligen Location. Und wenn das ein großes Gerede ist, wer hat was gemacht, wer hat erzählt, also dieses Gemeinschaftsgefühl, ich kriege jetzt gerade eine Gänsehaut, also ich finde, da kommt es rüber, dass alle unheimlich stolz auf sich und das Projekt sind, was sie sein können. Und es ist die Gemeinschaft, die dabei rauskommt.